Leute, die FDP war bei der Bundestagswahl einer der größten Matchwinner. 11,5%. Sie war bei jungen Menschen so beliebt wie fast keine andere Partei und am Ende ist sie sogar in der Regierung gelandet. Und jetzt? Momentan muss die Partei eine Niederlage nach der anderen einstecken. So schlecht läuft es gerade nicht mal bei Bibi und Julian. Minus 5,1% in Schleswig-Holstein. Minus 6,7% in NRW, obwohl die Partei beides mal in der Regierung war. Und im Saarland hat es die FDP nicht mal in den Landtag geschafft. Man kann dieses Ergebnis nicht schönreden. Dabei stand die Partei doch gerade noch richtig gut da. Ich frage mich, was ist in den letzten Monaten bei der FDP passiert? Warum hat sie so krass verloren? Und ist sie vielleicht am Ende sogar in der Regierung überfordert? Ich check's in diesem Video. FDP. Da denke ich als erstes an Digitalisierung, an Freiheit und Aufstieg, an Bildung und Bubatz. Klingt doch erstmal ganz nice. Trotzdem hapert es momentan bei den Themen der Partei an einigen Stellen ganz schön. Die FDP ist in Nordrhein-Westfalen ordentlich baden gegangen. Bei der Landtagswahl vor ein paar Wochen hat sie über 50% weniger Stimmen geholt als noch vor 5 Jahren. Nach der Wahlniederlage in NRW hat FDP-Boss Christian Lindner direkt Aufarbeitung angekündigt. Gestern war ein trauriger Abend, heute ist ein neuer Tag. Die Tränen sind getrocknet. Und jetzt stellt die Partei der Eigenverantwortung sich den Gründen für diese Niederlage. Klingt irgendwie ein bisschen wie der neue Song von Mark Forster, ist aber ein gutes Stichwort. Die FDP will, dass Erfolg von Leistung abhängt und nicht davon, wie viel Cash die eigenen Eltern rumliegen haben. Eigenverantwortung eben. Für Lindner ist es die größte Herausforderung für unsere Gesellschaft, dass nicht der Zufall der Geburt, sondern wieder Fleiß und Talent und Lebensentscheidungen einen Unterschied machen. Deshalb ist für die FDP das Thema Bildung mega wichtig. Hat sie auch prominent auf ihrer Homepage platziert. Hier, neben einer Family, die das Fliegerlied singt und dem Sidekick aus Wall-E. Und weil Bildung in erster Linie Ländersache ist, hat sich die FDP in Nordrhein-Westfalen vor 5 Jahren auch das entsprechende Ministerium geschnappt und hatte große Pläne. Das Problem: irgendwas hat da nicht so richtig funktioniert. Nach der Wahl vor 2 Wochen musste Parteichef Lindner ein katastrophales Wahlergebnis rechtfertigen. Und das hat er unter anderem so gemacht. Beklagenswerterweise konnte man gestern Abend auf Twitter ja auch sehen, dass insbesondere im Bereich der Schulpolitik es eine Unzufriedenheit gab aus der Pandemie heraus. Und das kommt nicht von irgendwo. Vor allem in den letzten 2 Jahren ist bei der Bildungspolitik in NRW nämlich einiges schiefgegangen. 2020 hatte Nordrhein-Westfalen für Bildung die niedrigsten Ausgaben pro Schülerin und Schüler. Bundesweit. Das klingt jetzt erstmal nicht unbedingt nach Aufstieg und Unabhängigkeit. Und auch sonst lief es nicht viel besser. Vor allem Auszubildende hat die zuständige FDP-Ministerin Yvonne Gebauer ordentlich im Stich gelassen. Direkt vor der Wahl hat sie sich genau da nochmal einen Riesenschnitzer erlaubt. Da ging es um die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern. In NRW bekommen die nämlich dafür meistens kein Geld. Azubis können stattdessen das sogenannte Aufstiegs-BAföG beantragen. Klingt voll nach FDP. Aufstieg ermöglichen. Das Ding ist, bis das Aufstiegs-BAföG bewilligt ist, dauert es zurzeit fast ein halbes Jahr. So lange sind die Azubis dann einfach mal ohne Cash. Der SPD-Landtagsabgeordnete Dennis Melzer fand das ein bisschen ungeil und hat mal bei der Ministerin Gebauer nachgefragt, wie Azubis denn in der Zeit überleben sollen. Und die hat das hier geantwortet. Für eine Übergangszeit besteht die Möglichkeit, einen Hauptantrag auf ALG-II-Leistungen beim zuständigen Jobcenter zu stellen. Alles klar, Hartz IV also. Während der Ausbildung, damit man sich die irgendwie leisten kann. Klingt nicht so, als ob wieder Fleiß und Talent und Lebensentscheidungen einen Unterschied machen. Eine andere Riesenbaustelle war für die FDP Corona. Und da trifft sich's gut, dass wir gerade schon über Yvonne Gebauer reden. Die hat nämlich während der Pandemie einen totalen Schlingerkurs hingelegt. Teilweise haben Schulen aus den Medien erfahren, wie das mit Abstand und Testen so laufen soll, bevor das Ministerium sie darüber informiert hat. Das hat für ordentlich Unsicherheiten gesorgt, vor allem bei Schülerinnen und Schülern. Viele hatten Angst, sich das Virus im Unterricht einzufangen und dann andere anzustecken.
zum Beispiel Vorerkrankte. Aber Gebauer hat die Schulen trotzdem offen gelassen. Als sie in einem Interview mit den Ängsten der Schülerinnen und Schüler konfrontiert wurde, hat sie das hier gesagt. Wir haben natürlich auch vereinzelt Todesfälle, mit denen dann Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrkräfte klarkommen müssen. Wir bieten hier Unterstützungsangebote an. Ja, easy. Heißt so viel wie, in die Schule müsst ihr trotzdem, aber wenn Oma dann stirbt, dann nehmen wir euch einfach fest in den Arm. Nochmal kurz zur Erinnerung, das war 2020. Einen Impfstoff gab es da noch lange nicht. Die Wählerinnen und Wähler haben das dann auch ordentlich abgestraft. 66% waren der Meinung, das FDP-geführte Schulministerium hat in der Corona-Pandemie versagt. Das ist eine absolute Horrorquote. Probleme hatte die FDP mit dem Thema aber nicht nur in NRW. Auch in Schleswig-Holstein ist die Partei beim Corona-Management ganz schön abgeschmiert. Nur 7% fanden da, dass die FDP das von allen Parteien am besten drauf hat. Im Vergleich, bei der CDU waren es 39%. Das könnte unter anderem auch an ihm hier liegen. Meine sexuelle Orientierung wechselt stündlich. Wolfgang Kubicki, Bundestagsvizepräsident, kommt aus Schleswig-Holstein und hat während der Pandemie ordentlich für Schlagzeilen gesorgt. In einem Interview hat er nämlich zugegeben, dass er während des Lockdowns mehrfach in Kneipen gewesen ist. Mitten in der Pandemie. Corona-Regeln hat er da als unsinnige Maßnahmen bezeichnet. Seinen Peak hatte er aber neulich auf dem FDP-Parteitag. Da hat er eine Eröffnungsrede gehalten, unter anderem, weil Parteichef Christian Lindner mit Corona in den USA festsaß. Und da hat Kubicki dann das hier gesagt. Und ich sage mal, hätte Karl Lauterbach nicht den Beschluss der 16 Gesundheitsminister zurückgenommen, dass wir nicht mehr in Quarantäne müssen, wenn wir infiziert sind, dann wäre Christian Lindner heute bei uns und nicht in Washington. Krasse Sache. Kubicki wollte also allen Ernstes Christian Lindner auf dem Parteitag haben. Mit Corona. Im gleichen Raum wie hunderte Delegierte. Eigenverantwortung sieht für mich irgendwie ein bisschen anders aus. Viele fanden also gar nicht so nice, wie die FDP in letzter Zeit Politik gemacht hat. So richtig gezogen hat eigentlich nur das Thema Wirtschaft. Da hat die FDP in Umfragen sowohl in Schleswig-Holstein als auch in NRW ordentlich zugelegt. Nur ein Thema allein reicht halt nicht. Programmatisch halten viele Wählerinnen und Wähler andere Parteien für besser aufgestellt. Und bei den Landtagswahlen hat der Markt dann eben geregelt, um es mal in den Worten der FDP zu sagen. Keine so gute Situation gerade, oder? Nein. Eben. Zum Glück gibt es aber ja noch das andere große Kernthema der FDP, die Digitalisierung. Klar, die FDP ist die Digitalpartei. Ja, ich bin schon ein bisschen traurig, wenn ich sehe, wie meine Plakate hier verschmiert sind. Logisch, dass sich die FDP in der Ampelregierung direkt das entsprechende Ministerium geschnappt hat. Digitalisierung gehört zu unserem Alltag. Sie bietet unglaublich viele Chancen, das Leben für jeden Einzelnen, jede Einzelne einfacher zu machen. Also endlich schnelles Internet und keine 6 Monate mehr warten, um einen Perso zu beantragen. Klingt doch Hammer. Aber wait, bevor wir darüber reden, warum ist denn die Domain des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr, kurz BMDV, immer noch bmvi.de? Also so wie das Ministerium noch zu Zeiten der GroKo hieß. Warum denn nicht bmdv.de? Ah ja, deshalb, wegen einem Besteckpoliermaschinenverleih. Anyway, Digitalisierung ist heutzutage sauwichtig, wisst ihr alle. Und sie betrifft quasi alle Themenbereiche. Auch den Klimaschutz. Den hat sich die Ampel ganz groß auf die Fahne geschrieben. Haben wir vor kurzem erst noch ein Video zu gemacht. Klickt hier, um das zu sehen. Auch FDP-Digitalminister Volker Wissing hat sich das zu Herzen genommen und setzt auch in seinem Ministerium da absolute Prioritäten. Beispielsweise neigen wir dazu, das wurde angesprochen, dass wir unser Essen fotografieren. Und wenn man sich die Zahl der Fotos von Essen anschaut, weltweit, dann kommt man auf einen enormen Energieverbrauch. Alles klar, hat er mit Recht. Andere Maßnahmen haben aber natürlich eine viel größere Wirkung. Ein riesiges Projekt ist auch der Ausbau der digitalen Infrastruktur. Und Wissing hat da ganz schön viel versprochen. Bis 2025 will er das Glasfasernetz ordentlich ausbauen. Endlich kein 900er Ping mehr beim Fortnite-Zocken. Das Problem: Wissings Pläne könnten am Ende nicht für mehr, sondern sogar für weniger Breitbandausbau sorgen. Er will nämlich die Zuschüsse vom Bund deckeln und stärker auf den Ausbau durch private Firmen setzen. Aber davor warnen manche Bundesländer. Die sagen, die Gelder, die Wissing zur Verfügung stellen will, decken bei weitem nicht mehr den Bedarf. Vor allem ländliche Gebiete könnten darunter ziemlich leiden. Klingt nicht nach Digitalisierung first.
Und erst recht nicht nach dem, was sich die FDP in der Regierung vorgenommen hat. Volker Wissing ist aber nicht nur für Digitalisierung zuständig, sondern auch für den Verkehr. Eigentlich wollte die Ampel ordentlich auf den Schienenverkehr setzen. Steht zumindest im Koalitionsvertrag. Mehr Klimaschutz, bessere Verbindungen, mehr Verlässlichkeit. Naja, und dann kam das. Investitionen ins Schienennetz. Verkehrsminister Wissing bremst nötigen Bahnausbau. Ein Verkehrsminister, der das mit der Bahn nicht so richtig gebacken kriegt. Klingt nach Andi Scheuer, ist aber Volker Wissing. Irgendwie nicht ganz das, was die Regierung sich so vorgenommen hatte. Generell klingen Christian Lindner und seine FDP gerade ganz schön salty, wenn sie über die Ampel sprechen. Es darf nicht in Vergessenheit geraten, die Ampelkoalition war nie unser politischer Wunschtraum. Wir regieren in der Ampel aus staatspolitischer Verantwortung. Bei vielen in der FDP dürften da einige Bilder hochkommen, nämlich von 2013. Da war die FDP nämlich das letzte Mal in der Bundesregierung und ist dann komplett auf die Schnauze geflogen. Bei der Bundestagswahl danach hat es nicht mal mehr für den Einzug in den Bundestag gereicht. Das darf nicht noch einmal passieren. Und das klingt auch beim FDP-Generalsekretär durch. Eine erfolgreiche Koalition funktioniert nur, wenn alle Teilnehmer dieser Koalition auch erkennbar sind, die Handschrift erkennbar ist. Das Ding ist halt, eigentlich ist die FDP-Handschrift in der Bundesregierung gerade ziemlich gut zu erkennen. Die FDP hat sich in mehreren Bereichen ziemlich krass gegen SPD und Grüne durchgesetzt, zum Beispiel bei der Frage nach den Corona-Lockerungen. Und auch in anderen Feldern konnte die FDP schon einige Projekte angehen. Wieder Stichwort Bildung. Auch auf Bundesebene hat sich die FDP das Ministerium gekrallt. Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat schon eine riesige Reform auf den Weg gebracht. Sie hat nämlich das BAföG überarbeitet. Und auch Justizminister Marco Buschmann hat ordentlich losgelegt. Schon im Januar hatte die Streichung von Paragraph 219a angekündigt. Und erst vor wenigen Wochen hat Bubatz Buschmann dann auch noch die Legalisierung von Cannabis versprochen. Mein persönliches Ziel ist, dass wir im nächsten Jahr so weit sind, dass wir vielleicht den ersten legalen Joint verkaufen können. Eigentlich könnte die FDP mit ihrer Rolle in der Ampel also ganz zufrieden sein. Christian Lindner sieht seine Partei zumindest auf Kurs. Die FDP arbeitet verlässlich. Die FDP arbeitet professionell in der Bundesregierung mit ihren Koalitionspartnern zusammen. Das Problem ist halt, so richtig klappt es trotzdem nicht. Die Shootingstars in der Regierung sind vor allem die anderen. Und das liegt vor allem an zwei Dingen. Erstens, die Koalitionspartner SPD und Grüne konnten in der Regierung schon ziemlich punkten. Die SPD hat ihr größtes Versprechen aus dem Wahlkampf direkt umgesetzt und den Mindestlohn auf 12 € erhöht. Und die Grünen, die glänzen gerade mit ihrem Krisenmanagement. Bei einer Umfrage Anfang Mai waren Habeck, Baerbock und Özdemir die beliebtesten politischen Köpfe. Deutschlandweit. Christian Lindner kam da als erster FDP-Politiker gerade mal auf Platz 6. Und zweitens, die FDP steht sich selbst teilweise komplett im Weg. Das liegt nicht mal an den Ministerinnen und Ministern, sondern auch an der Fraktion im Bundestag. Die präsentiert sich nämlich nicht immer ganz von ihrer besten Seite. Ein Beispiel. Vor kurzem war Bundeskanzler Olaf Scholz zu einer Sitzung des Verteidigungsausschusses eingeladen. Da hatte den Abgeordneten vor allem zum Stand der Waffenlieferungen an die Ukraine Rede und Antwort gestanden. Die FDP-Vorsitzende des Ausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, war mit dem Besuch von Scholz auch ziemlich zufrieden. Zumindest hat sie auf Twitter geschrieben: Ich freue mich, dass der Bundeskanzler meiner Einladung gefolgt und heute in den Verteidigungsausschuss gekommen ist. In einer Stunde können nicht alle Fragen beantwortet werden, aber es war ein konstruktiver Austausch. Weitere werden folgen. Das Problem: offensichtlich hatten einige FDP-Abgeordnete da ein bisschen eine andere Meinung zu. Zum Beispiel der verteidigungspolitische Sprecher Markus Faber. Der hat nämlich die Ausschusssitzung einfach früher verlassen, weil der Kanzler offenbar seine Fragen nicht ausreichend beantwortet hat. In der FDP gab das so Stress, dass kurz danach das hier passiert ist. In der heutigen Fraktionssitzung habe ich der FDP-Bundestagsfraktion meinen Rücktritt als Sprecher angeboten. Er wurde angenommen. Die FDP liefert also auf Bundesebene an vielen Stellen. Sie leistet sich aber halt auch immer wieder ziemliche Schnitzer. Und die machen dann Schlagzeilen. Okay, aber wo ist denn in der Situation die FDP-Geheimwaffe, die die Partei immer zieht, wenn es politisch gerade nicht läuft? Ihr wisst schon, der Parteivorsitzende, Mr. Schwarz-Weiß, Christian Lindner.
Kann der die Partei nicht einfach wieder retten? Naja, der struggelt halt gerade selber total. Vor ein paar Tagen hat er sich noch darüber beschwert, dass die FDP in den Landtagswahlkämpfen für die Pläne von SPD und Grünen verantwortlich gemacht wurde. Konkret ging es da ums Entlastungspaket für Stromkosten. Es ist der Bundesregierung nicht gelungen, die Frage der Gerechtigkeit der Energiepreispauschale befriedigend zu beantworten. Die Energiepreispauschale war, wie Sie wissen, keine Initiative der Freien Demokraten, sondern kam aus dem Kreis der Koalitionspartnerinnen und Koalitionspartner. Aber so richtig funktioniert Lindners Rant nicht. Und zwar aus 2 Gründen. Erstens, als Teil einer Koalition trägt er die Entscheidung der Regierung mit. Natürlich muss er das nicht gut finden, aber er muss damit leben, dass er und seine Partei dann auch daran gemessen werden. Und zweitens, Lindner hat in der Ampel eine besondere Rolle. Er ist nämlich Finanzminister und er hat damit ein sogenanntes Querschnittsressort. Das heißt, er hat Einblick in alle Bereiche der Regierung. Und gerade bei Fragen, wo es um finanzielle Entlastung für Bürgerinnen und Bürger geht, hat er nochmal ein besonderes Mitspracherecht. Die Verantwortung an der Stelle auf die Koalitionspartner abzuwälzen und SPD und Grünen damit die Schuld an den Wahlschlappen in die Schuhe zu schieben, funktioniert also eigentlich nicht so richtig. Die FDP hat also gerade einige Baustellen. Bei den Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und NRW wurde sie dafür auch ordentlich abgestraft. In der nächsten Zeit gibt es also einiges zu tun für die Partei. Sollte aber kein Problem sein, weil, ihr wisst ja alle, Probleme sind nur dornige Chancen. Fazit, die FDP hat in den letzten Wochen einiges gelernt. Besonders was passiert, wenn man nicht performt. Wenn man in Feldern wie Bildung und Digitalisierung, in denen man jahrelang die eigene Kompetenz betont hat, nicht liefert, dann merken das die Leute. Die Strategie, einfach die anderen für Schlappen verantwortlich zu machen, funktioniert nicht so richtig. Dafür hat die FDP als Teil von Regierungen einfach selbst zu viel Verantwortung. Dass die Ampel nicht unbedingt der absolute Traum der FDP ist, das ist klar. Da macht ja selbst der Parteichef kein Geheimnis draus. Jetzt gibt es aber halt 2 Möglichkeiten, mit der Situation umzugehen. Entweder die FDP haut sich richtig rein und profiliert sich in der Regierung. Sie setzt ihre eigenen Positionen besser um und zieht mit den Koalitionspartnern an einem Strang. Oder aber sie stellt sich jetzt häufiger quer und wird auch mal bockig. Als Finanzminister kann Christian Lindner da ganz schön viel blockieren. Wenn die FDP jetzt aber auf die Idee kommt, sich stärker von SPD und Grünen abzugrenzen, könnte das die ganze Ampel vor Riesenprobleme stellen. Das birgt die Gefahr, dass es richtig Stress geben könnte und von der groß angekündigten Zukunftskoalition nicht mehr viel übrig wäre. Und das würde am Ende auch auf die FDP zurückfallen. Was meint ihr? Was haltet ihr gerade von der FDP? Und wie könnte die Partei wieder aus der aktuellen Situation rauskommen? Ihr wisst, wo die Kommentare sind. In den Umfragen ist er immer bei mindestens 100%. Unser Abo-Button direkt draufklicken. Hier haben wir für euch mal gecheckt, was an Klischees über die FDP so dran ist. Und hier findet ihr unser nagelneues Auslandsformat Atlas. In der aktuellen Folge geht es darum, warum immer mehr Eltern in Afghanistan ihre eigenen Kinder verkaufen.